Die Forderung nach Mündigkeit scheint in einer Demokratie selbstverständlich. Ich möchte, um das zu verdeutlichen, nur mich beziehen auf den Anfang der ganz kurzen Abhandlung von Kant, die den Titel trägt Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Da definiert er nämlich die Unmündigkeit und implizit dadurch auch die Mündigkeit, indem er sagt, selbstverschuldet sei diese Unmündigkeit, wenn die Ursachen derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und er sagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Mir scheint dieses Programm von Kant, dem man ja wohl auch mit dem bösesten Willen Unklarheit nicht wird vorwerfen können, heute noch außerordentlich aktuell. Demokratie beruht auf der Willensbildung eines jeden Einzelnen, wie er sich in der Institution der repräsentativen Wahl zusammenfasst. Es soll dabei nicht Unvernunft resultieren, so ist die Fähigkeit und der Mut jedes Einzelnen, sich seines Verstandes zu bedienen, vorausgesetzt. Hält man daran nicht fest, so wird alle Rede von Kants Größe, Geschwätz zum Lippendienst erniedrigt, wie etwa, wenn man in der Siegesallee auf den großen Kurfürsten aufmerksam gemacht wird und wenn man es überhaupt mit dem Begriff einer deutschen geistigen Tradition ernst nimmt, so ist ja wohl zunächst einmal dem aufs Energischste entgegenzuarbeiten. Mir scheint, dass wir an unserem gesamten Bildungswesen, so wie wir es bisher in der Bundesrepublik hatten, deutlich machen können, dass wir eigentlich nicht zur Mündigkeit erzogen haben. Wenn Sie sich die ganz einfache Tatsache der Dreigliederung unseres Bildungswesens in Schulen für sogenannte Hochbegabte, in Mehrschulen für sogenannte Mittelbegabte und in sehr viel Schulen für offenbar kaum Begabte, wenn Sie sich diese Dreigliederung klar machen, dann ist in ihr eine bestimmte Art der Unmündigkeit bereits vorgebildet. Ich glaube, dass wir der ganzen Frage der Mündigkeit nicht gerecht werden, wenn wir nicht den falschen Begabungsbegriff, der unser Bildungswesen bestimmt hat, vorweg durch Aufklärung überwinden. Wir haben, wie vielleicht vielen Hörern bekannt ist, vom Deutschen Bildungsrat vor kurzem ein Gutachtenband veröffentlicht, Begabung und Lernen, in dem wir anhand von 14 Gutachten von Psychologen und Soziologen deutlich zu machen versucht haben, dass Begabung nicht im Menschen vorgebildet ist, sondern in ihrer Entfaltung abhängig ist von dem Challenge, dem der Einzelne ausgesetzt ist. Das heißt, dass man also jemanden begaben kann, und von hierher wird eigentlich die Möglichkeit, Lernen durch Motivierung in jedem hervorzurufen, eine besondere Form der Entwicklung von Mündigkeit. Dazu gehört freilich ein Schulwesen, das nicht klassenspezifische Ungleichheiten in seiner Gliederung fortsetzt, sondern durch eine frühkindliche Überwindung klassenspezifischer Sperren, dann die Entfaltung zur Mündigkeit durch die Lernmotivierung aufgrund eines äußerst differenzierten Angebotes praktisch möglich macht. Das heißt nun, um in gängigen Vokabeln zu reden, nicht notwendig Mündigkeit durch Gesamtschule, aber jedenfalls Mündigkeit durch Abbau der überkommenen
Dreigliederung und durch ein sehr differenziertes, vielfältiges Bildungsangebot auf allen Stufen, von der Vorschule bis zur ständigen Weiterbildung, um auf diese Weise die Mündigkeit im Einzelnen zu entfalten, ein Prozess, der umso wichtiger wird, als dieser Einzelne seine Mündigkeit ja in einer Welt zu behaupten hat, die nicht zu Unrecht uns insbesondere durch ihre Fremdsteuerung bestimmt scheint. Ich möchte das, was Sie unter spezifischer Reflexion auf eines der wichtigsten pädagogischen Probleme in Deutschland begründen, von einer ganz anderen Seite aus stützen, wie denn der Sinn unseres Gespräches ja weniger der ist, dass wir uns um irgendetwas streiten, wovon durchaus ungewiss ist, ob Kontroversen bestehen, sondern vielmehr, dass wir von den verschiedenen Erfahrungsbereichen, die uns nun einmal eigentümlich sind, dieselben Fragen berühren und sehen, experimentierend, was dabei herauskommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas ganz Persönliches sagen darf, dass die Wirkung meiner eigenen Sachen, soweit es eine solche gibt, in Wahrheit gar nicht mit individueller Begabung, Intelligenz, solchen Kategorien etwas Entscheidendes zu tun hat, sondern vielmehr damit, dass ich durch eine Reihe von Glücksfällen, deren ich mich keineswegs rühmen möchte und an denen ich ganz unschuldig bin, nicht in derselben Weise den Kontrollmechanismen der Wissenschaft in meiner eigenen Bildung ausgesetzt gewesen bin, wie das sonst der Fall ist. Dass ich es also nach wie vor riskiere, ungedeckte Gedanken zu denken, die sonst von diesem übermächtigen Kontrollmechanismus, der der Universität heißt, den meisten Menschen schon sehr früh, vor allem in der Zeit, in der sie, wie man das so nennt, Assistenten sind, abgewöhnt werden. Und es zeigt sich nun dabei, dass die Wissenschaft selber durch diese Kontrollmechanismen in den verschiedensten Bereichen so kastriert und so steril wird, dass sie dann gleichsam dessen bedarf, was sie selber verpönt, um überhaupt sich halten zu können. Nun, wenn das stimmt, würde dadurch diese Fetischbegabung, der natürlich noch mit dem alten romantischen Genieglauben sehr eng zusammenhängt, abgebaut würde. Das stimmt natürlich auch überein mit dem psychodynamischen Befund, dass Begabung überhaupt nicht eine Naturanlage ist, obwohl man ein naturales Residuum dabei vielleicht auch wird konzedieren müssen, man soll da ja gar nicht puritanisch sein, sondern dass Begabung, wir wissen das etwa am Verhältnis zur Sprache, an der Ausdrucksfähigkeit, an all diesen Dingen, ihrerseits in einem eminenten Maß Funktion gesellschaftlicher Bedingungen ist, sodass also schon die Voraussetzung der Mündigkeit, von der eine freie Gesellschaft abhängt, wenn man so will, von der Unfreiheit der Gesellschaft determiniert ist. Ich möchte eigentlich nicht hier sozusagen das ganze Arsenal, was dazugehört, noch einmal entfalten. Aber man muss ja nun sagen, dass zum Beispiel alles das, was Basil Bernstein über die Sprachentwicklung des kleinen Kindes in Unterschichten ermittelt hat, darin das deutlich zeigt und was Oevermann daran nun hier für uns, für Deutschland weiterentwickelt hat, ganz deutlich zeigt, dass schon in den Anfängen der Sozialisation Bedingungen für lebenslange Unmündigkeit gesetzt werden können. Im Übrigen habe ich mit Amüsement Ihren selbstbiografischen Ausführungen eben gelauscht, weil es vielleicht kein Zufall ist, dass wir beide heute in der Wissenschaft stehen, obwohl wir keinen typischen Werdegang in dieser Wissenschaft zu verzeichnen haben und gerade dadurch in der Lage sind, uns über den Begriff der Mündigkeit zu unterhalten. Ja. Nun ist aber das Merkwürdige an dem Problem der Mündigkeit, wenn wir es einmal wirklich um den pädagogischen Komplex zentrieren, und das ist richtig, dass man auch in der pädagogischen Literatur, und das ist nun etwas wahrhaft Erschreckendes und sehr Deutsches,
keineswegs jene entschiedene Parteinahme für Erziehung zur Mündigkeit findet, die man voraussetzen sollte. Ich habe mich ein bisschen umgesehen, mit freundlicher Hilfe, in der pädagogischen Literatur über den Komplex der Mündigkeit, und anstelle von Mündigkeit findet man da nach wie vor einen existenzialontologisch verbrämten Begriff von Autorität, von Bindung oder wie all diese Scheußlichkeiten sonst heißen, die den Begriff der Mündigkeit sabotieren und damit implizit den Voraussetzungen einer Demokratie, und nicht einmal so arg implizit, sondern recht offen, den Voraussetzungen einer Demokratie entgegenarbeiten. Und ich bin der Ansicht, dass man diese Dinge doch einmal niedriger hängen soll und zeigen soll, welchem Muff nach wie vor in Deutschland selbst eine scheinbar doch so sehr im Bereich des bloßen Geistes beheimatete Frage wie die der Mündigkeit ausgesetzt ist. Da heißt es etwa in einem Buch von Lichtenstein, Erziehung, Autorität, Verantwortung, Reflexionen zu einer pädagogischen Ethik, das, wenn ich recht berichtet bin, sehr großen Einfluss vor allem in der Diskussion über die Volksschule ausübt, heißt es an einer Stelle so: Bedrängt uns nicht gerade die Wirklichkeit eines ungeheuren und rapiden Verfalls des Sinns für Autorität, der Ehrfurcht, des Vertrauens, des Glaubens an gültige Ordnung, der Bindungswilligkeit auf allen Lebensgebieten, so dass manchmal eine positive, aufbauende, eindringende Erziehung überhaupt gefährdet scheinen will. Ich möchte mich bei den Phrasen, mit denen Herr Lichtenstein hier aufwartet, gar nicht aufhalten. Das Interessante dabei, und das, was vielleicht unsere Hörer auch notieren sollten, ist das, dass hier nicht etwa von Bindungen geredet wird, aufgrund einer Position, deren objektive Wahrheit annimmt und Grund hat, sie anzunehmen, wie es etwa im mittelalterlichen Thomismus aufgrund des damaligen Standes des Geistes war, sondern dass hier geschlossen wird, dass deshalb, weil vielleicht aus irgendwelchen Gründen Ordnung, Bindung gut sei, diese advoziert wird, ganz unbekümmert darum, wie es um die Autonomie, also wie es um die Mündigkeit steht. Und Herr Lichtenstein fügt 30 oder 40 Seiten später an, was heißt eigentlich Autonomie? Wörtlich Selbstgesetzlichkeit, Eigengesetzlichkeit. Das ist schon etwas Verwirrendes. Man fragt sich, verwirrend für wen? Denn dem Begriff haftet unvermeidlich der Gedanke an eine absolut gesetzgebende, souveräne Vernunft an, die also auch in der Erziehung das einzige Maß zu sein beanspruchen würde. Diese Voraussetzung des autonomen Menschen, sagt Lichtenstein, ist dem Christen unvollziehbar. Nun, Kant war ja wohl ein Christ. Aber die geschichtliche Besinnung erwies auch, dass der Gedanke einer Pädagogik aus reiner Vernunft einfach falsch ist. Erziehungsziele sind nie Setzungen des Denkens, sind nie rational zwingend allgemein gültig. Nun, ich glaube, man kann philosophisch sehr wohl an dem Begriff der absoluten Vernunft Kritik üben und an der Illusion, die Welt sei das Produkt des absoluten Geistes, wird aber doch nicht deshalb verleugnen dürfen, dass anders als durch Denken, und zwar durch unbeirrbares und insistentes Denken, so etwas wie die Bestimmung dessen, was zu tun, was richtig sei, der richtige Praxis überhaupt nicht vollziehbar ist. Und dass hier also die philosophische Kritik am Idealismus mit der Denunziation des Denkens einfach verquickt wird, finde ich einen abscheulichen Sophismus, den man niedriger hängen muss, um endlich einmal wirklich also in diesen Muff einige Funken zu bringen, der ihn möglicherweise doch explodieren lässt. Ich weiß nicht genau, ob der Muff explodieren kann, aber ich glaube, chemisch ist das möglich. Ja, ob es gesellschaftlich möglich ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Frage geht ja nun doch noch erheblich über Deutschland und das deutsche Denken hinaus. Vor einigen Jahren durchlief die ganze amerikanische Presse
die Erfolgsmeldung, dass Caroline Kennedy ein immer angepassteres Kind würde. Ja. Die Tatsache, dass Anpassungsleistung eigentlich als der Haupterfolg frühkindlicher Erziehung gilt, ist wohl in sich eine Tatsache, die uns zu denken geben sollte, denn diese Art von Pädagogik ist nun in einer Welt entstanden, die durchaus fern von den Folgeerscheinungen des deutschen Idealismus die ist mehr liegt. vom Darwinismus als von Heidegger geprägt, aber die Resultate sind sehr ähnlich. Eben, genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, dass die Frage der Mündigkeit genau genommen ein Weltproblem ist. Ich habe so mehrere Wochen hindurch sowjetrussische Schulen besichtigt und ungeheuer interessant zu sehen, wie in einem Land, das die bekannte Veränderung der Produktionsverhältnisse vor sehr langer Zeit durchgeführt hat, sich in der Nichterziehung zur Mündigkeit von Kindern außerordentlich wenig geändert hat. Ja, ein total autoritärer Unterrichtsstil in diesen Schulen weiter herrscht. Und es ist also doch ein sehr interessantes Phänomen, wie die Erziehung zur Unmündigkeit die Welt nach wie vor beherrscht, obwohl die Zeit der Aufklärung ja seit einiger Zeit im Gange ist und obwohl sich ja nicht nur bei Kant, sondern auch bei Karl Marx einiges gegen diese Erziehung zur Unmündigkeit finden ließe. Nun, bei dem Zitat, das Sie vorhin brachten, hat mich etwas besonders frappiert, nämlich die Feststellung, dass die Vorstellung des autonomen Menschen für den Christen unvollziehbar sei. Es ist ja sehr interessant, dass die gesamte christliche Reformbewegung, ich würde sagen von der bekennenden Kirche bis zum Konzil, sich in zunehmendem Maße um den sogenannten mündigen Christen dreht. Wir können hier die theologischen Probleme sicher nicht einbeziehen, aber es ist doch wohl festzustellen, dass es zumindest eine theologische Interpretation in beiden Kirchen heute gibt, die den Begriff der Mündigkeit ähnlich ernst nimmt, wie er hier bei Kant genommen ist und von hier aus nun in der Tat die herkömmliche Struktur beider Kirchen sehr massiv in Frage stellt. Ja, das ist sicher der Fall und Kants eigene kleine Schrift zeugt ja dafür, indem er ausdrücklich davon redet, dass innerhalb der Kirche seiner eigenen Zeit Möglichkeiten zu der Mündigkeit, wie er sie visiert, bestünden. Aber Sie haben insofern sicher ganz recht, als das Problem der Mündigkeit nicht ein deutsches Problem allein ist, sondern ein internationales und, wie man hinzufügen darf, eines, das weit über die Grenzen der politischen Systeme hinausreicht. In Amerika ist es nun wirklich so, dass hier unmittelbar zwei verschiedene Forderungen aufeinanderprallen. Auf der einen Seite die des Rugged Individualism, also des kräftigen Individualismus, der sich nichts vorschreiben lässt, und auf der anderen Seite die vom Darwinismus über Spencer bezogene Idee der Anpassung, eben des Adjustment, das ja vor 30, 40 Jahren in Amerika noch geradezu ein Zauberwort gewesen ist und dass dieselbe Unabhängigkeit, die im gleichen Atemzug proklamiert wird, auch schon wieder sogleich fesselt und beschneidet. Übrigens ein Widerspruch, der die gesamte bürgerliche Geschichte hindurch dauert, dass so verschieden geartete Ideologien wie die pragmatistische Vulgärideologie in Amerika und die Heideggersche Philosophie in Deutschland dann in genau dem Gleichen, nämlich der Verherrlichung der Heteronomie, resultieren, das ist wirklich eine Bestätigung für die Ideologienlehre insofern, als selbst geistige Gebilde, die ihrem Inhalt nach einander schroff widersprechen, durch ihren sozialen Bezug, also durch das, was sie aufrechterhalten oder verteidigen wollen, dann plötzlich vollkommen übereinzustimmen vermögen, wie ja überhaupt die Übereinstimmungen zwischen dem westlichen Positivismus und dem, was an Metaphysik in
in Deutschland noch übrig ist, geradezu bestürzend sind, und eigentlich laufen gerade diese Übereinstimmungen auf eine Bankrotterklärung überhaupt der Philosophie heraus. Übrigens ist mir bei der von Ihnen vorhin vorgelesenen Stelle noch etwas anderes aufgefallen. Ist es eigentlich richtig, dass wir Autonomie in dieser Form als Gegenbegriff zur Autorität setzen, oder müssten wir nicht dieses Verhältnis in einer etwas anderen Weise reflektieren? Ja, also ich glaube überhaupt, dass man mit dem Autoritätsbegriff einen gewissen Unfug anstiftet. Und ich glaube, gerade ich, der ich schließlich für die Authoritarian Personality wesentlich verantwortlich bin, ich meine für das Buch, nicht für das darin behandelte Phänomen, habe ein gewisses Recht, darauf hinzuweisen. Zunächst ist ja Autorität selber ein wesentlich sozialpsychologischer Begriff, der also nicht ohne weiteres die soziale Wirklichkeit selber bedeutet. Dann gibt es etwas wie Sachautorität, also die Tatsache, dass ein Mensch wirklich von einer Sache mehr versteht als ein anderer, die man nicht einfach vom Tisch fegen darf, sondern der Begriff Autorität erhält nun wirklich seinen Stellenwert innerhalb des sozialen Kontextes, in dem er aufkommt. Aber ich möchte dazu noch etwas Spezifischeres sagen, da Sie den Punkt Autorität gerade aufgeworfen haben, nämlich etwas, was mit dem Sozialisierungsprozess in der frühen Kindheit und damit also, ich möchte fast sagen, mit dem Schnittpunkt gesellschaftlicher und pädagogischer und psychologischer Kategorien zu tun hat. Die Art, in der man psychologisch gesprochen zu einem autonomen, also mündigen Menschen wird, ist ja nicht einfach das Aufmucken gegen jede Art von Autorität. Empirische Untersuchungen in Amerika, wie sie meine verstorbene Kollegin Else Frenkel-Brunswick durchgeführt hat, haben gerade das Gegenteil gezeigt, nämlich dass sogenannte brave Kinder als Erwachsene eher zu autonomen und opponierenden Menschen geworden sind, als refraktäre Kinder, die dann als Erwachsene sofort mit ihren Lehrern um den gleichen Biertisch sich versammelt und dieselben Reden geschwungen haben. Der Prozess ist doch der, dass im Allgemeinen Kinder sich, Freud hat das als die normale Entwicklung bezeichnet, sich mit einer Vaterfigur, also einer Autorität, identifizieren, sie verinnerlichen, sie sich zu eigen machen und dann in einem sehr schmerzhaften und nie ohne Narben gelingenden Prozess erfahren, dass der Vater, die Vaterfigur, dem Ich-Ideal, das sie von ihm gelernt haben, nicht entspricht, dadurch sich davon ablösen und erst auf diese Weise überhaupt zu mündigen Menschen werden. Also das Moment der Autorität ist, meine ich, als ein genetisches Moment von dem Prozess der Mündigwerdung vorausgesetzt, aber das wiederum darf um keinen Preis dazu missbraucht werden, nun diese Stufe zu verherrlichen und festzuhalten, sondern wenn es dabei bleibt, dann resultieren nicht nur psychologische Verkrüppelungen, sondern eben jene Phänomene der Unmündigkeit im Sinn der synthetischen Verdummung, die wir heute an allen Ecken und Enden zu konstatieren haben. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier festhalten, dass natürlich der Ablösungsprozess von dieser Autorität notwendig ist, dass aber die Identitätsfindung ohne die Begegnung mit Autorität wiederum nicht möglich ist. Dass eine ganze Reihe von sehr komplexen und scheinbar widersprüchlichen Konsequenzen für den Aufbau unseres Bildungswesens. Es heißt a, dass es keine sinnvolle Schule ohne Lehrer geben sollte, dass andererseits der Lehrer sich darüber klar sein muss, dass seine Hauptaufgabe ist, sich überflüssig zu machen. Dieses Nebeneinander ist so schwierig, weil in den Auseinandersetzungsformen heute die Gefahr besteht, dass der Lehrer sich autoritär gebärdet und die Schüler von ihm absehen wollen.
dass also sozusagen dieser ganze Prozess, wie Sie ihn eben geschildert haben, wie ich Ihnen im Wesentlichen wirklich zustimmen würde, durch eine falsche Frontstellung praktisch zerstört wird. Das Ergebnis ist eine Scheinmündigkeit von Schülern, die in Aberglauben und Abhängigkeit von allen möglichen Manipulierungen endet, nur nicht in wirklicher Mündigkeit. Ja. Dem würde ich ganz und gar zustimmen. Man kann vielleicht das Problem der Unmündigkeit heute noch unter einem Aspekt sehen, der vielleicht gar nicht so bekannt ist. Man sagt ja im Allgemeinen also, dass die Gesellschaft nach dem Wort von Riesmann von außen her gesteuert, dass sie heteronom sei, und man unterstellt dabei also einfach das, wie es ganz ähnlich Kant auch ausführt in jener Schrift, die Menschen mehr oder minder widerstandslos das schlucken, was das überwältigende Seiende ihnen vor Augen stellt und außerdem noch ihnen so einbläut, als ob was nun einmal ist, so sein möchte. Nun, ich sagte vorhin, dass die Mechanismen der Identifikation und der Ablösung nie ohne Narben geschehen. Ich möchte das mit Nachdruck auch auf den Begriff der Identifikation selbst anwenden. Unsere Hörer haben ja sicher allesamt etwas von dem Rollenbegriff gehört, der in der heutigen Soziologie seit Linton und dann vor allem seit Talcott Parsons eine so ungeheure Rolle spielt, ohne dass im Allgemeinen die Menschen darauf aufmerksam werden, dass allein im Begriff der Rolle selbst, der ja vom Theater genommen ist, die Unidentität der Menschen mit sich selbst verlängert wird. Das heißt, wenn die Rolle zu einem sozialen Maß gemacht wird, so wird darin auch perpetuiert, dass die Menschen nicht die sind, die sie selbst sind, also dass sie unidentisch sind. Nun, ich finde das an der normativen Wendung des Rollenbegriffs abscheulich und man muss mit aller Kritik dagegen angehen. Aber phänomenologisch, also als Beschreibung eines Tatbestandes, ist da etwas dran. Es will mir dünken, als ob den meisten Menschen die Identifikationen mit dem Über-Ich, die sie vollziehen und von denen sie dann gerade nicht loskommen, immer zugleich auch misslungene wären, dass also unzählige Menschen etwa den erdrückenden, brutalen und sie überwältigenden Vater verinnerlichen, aber ohne dass sie, eben weil doch die Widerstände dagegen zu stark sind, diese Identifikation leisten können. Und gerade weil die Identifikation ihnen misslingt, also etwa weil es so ungezählte Erwachsene gibt, die eigentlich nur den Erwachsenen spielen, der sie nie ganz geworden sind, eben deshalb müssen sie ihre Identifikation mit solchen Vorbildern womöglich auch noch überspielen, übertreiben, sich in die Brust werfen, mit erwachsenen Stimmen daherreden, nur um die Rolle, die ihnen selber eigentlich misslungen ist, sich und anderen glaubhaft zu machen. Und ich glaube, dass gerade dieser Mechanismus zur Unmündigkeit, gerade auch unter einem gewissen Typus von Intellektuellen, ganz besonders beiträgt. Ja. Ich würde denken, nicht nur unter Intellektuellen. Ich glaube überhaupt, dass, wenn wir mal den Rollenbegriff sozusagen quer durch das ganze Spektrum der Gesellschaft anwenden, wir zu ganz ähnlichen Erscheinungen in allen Schichten stoßen würden. Nehmen Sie mal die Situation in einem Betriebe, wo ja auch der einzelne Arbeiter, Lehrling, Angestellte, gerade wenn er mit seiner Situation nicht zufrieden ist, Rollen spielt und Rollen spielt, die aus allen möglichen Zusammenhängen kommen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns die Folgerungen aus der Notwendigkeit von Mündigkeit einmal auf den ganzen Arbeitsprozess übertragen, dass wir sehr schnell zu sehr gründlichen Veränderungen unseres gesamten Berufsausbildungswesens kommen müssen. Ich darf hier noch einmal auf den Bildungsrat und auf die kürzlich erschienenen Empfehlungen zur Lehrlingsausbildung verweisen. Die Tatsache, dass wir
eine Lehrlingsausbildung in Deutschland noch haben, die, wenn wir von wenigen ganz vorzüglichen Großbetrieben absehen, eigentlich aus einer vorindustriellen Zeit stammen, führt in der Tat dazu, dass wir Formen der Unmündigkeit perpetuieren und dass die Ausbildung auch am Arbeitsplatz, das ganze sogenannte On-the-Job-Training, praktisch in Formen der Abrichtung erfolgt, jedenfalls sehr häufig, und dass wir vor der Schwierigkeit stehen, bei den zum Beispiel heute fälligen Umschulungen von der Landwirtschaft oder vom Bergbau und so weiter, alles Dinge, die ja eine sehr große zahlenmäßige Rolle spielen, dass wir dort zwar das Angebot bestimmter sachlicher Ausbildungen machen, dass wir aber dauernd mit diesem Angebot scheitern, weil wir nicht gleichzeitig das autonome Verhalten mit vermitteln können oder es zumindest nicht tun. Es wird zum Beispiel nötig sein, wenn Sie jemanden, der bisher Buchführung getrieben hat und nun durch die Einführung von entsprechenden Maschinen überflüssig wird und, sagen wir mal, auf Programmierer vorgebildet werden soll, dass der nicht nur lernt, was er da tun muss, sondern sozusagen einen anderen Orientierungshorizont, eine andere Denkdimension vermittelt bekommt. Dazu wäre es dann zum Beispiel nötig, dass er möglicherweise eine Fremdsprache lernt, obwohl er sie gar nicht braucht, weil ihm dadurch ein anderer Erfahrungshorizont entsteht. Diese Kombination von unmittelbarer Ausbildung mit Orientierungshorizont ist etwas, was in unserer ganzen beruflichen ständigen Weiterbildung praktisch noch fehlt und was ich deshalb für so bedeutungsvoll halte, weil in einer Welt wie der heutigen der Appell zur Mündigkeit ja fast so etwas wie eine Tarnung des allgemeinen unmündig gehalten werdens sein kann und es sehr wichtig ist, diese Möglichkeit zur Mündigkeit in die konkreten Ausbildungsverhältnisse zu übersetzen. Ja, das ist sicher auch ein Moment, das eine Rolle spielt. Ich möchte, ohne mir anzumaßen, über diesen besonderen Sektor verbindlich urteilen zu können, immerhin das einwenden, dass ja zur Mündigkeit eine bestimmte Festigkeit des Ichs, eine bestimmte Festigkeit der Ich-Bildung hinzugehört, wie sie am Modell des bürgerlichen Individuums gebildet ist. Die Möglichkeit also nun, wie sie heute vielfach gefordert ist und, wie ich zugestehe, unumgänglich ist, es sich, anstatt ein festes Ich auszubilden, auf stets wechselnde Situationen umzustellen, harmoniert mit den Phänomenen der Ich-Schwäche, die wir von der Psychologie her kennen, in einer, wenn ich mich nicht irre, doch sehr problematischen Weise. Und ob also Menschen, in denen es etwa die Festigkeit einer Vorstellung vom eigenen Beruf gar nicht mehr gibt, die sich also relativ mühelos, wie man so sagt, umstellen und einarbeiten können, ob die wirklich der Mündigkeit zugutekommt oder ob dieselben Menschen dann nicht gerade, indem sie dann also sonntags auf dem Sportplatz jede Besinnung verlieren, sich als unmündig erweisen, das möchte ich als Problem wenigstens offen lassen. Ich meine, ich brauche Sie nicht auf die Dialektik der Aufklärung aufmerksam zu machen. Nein, ich habe gerade jetzt die Korrektur der neuen Auflage gelesen. Sondern man muss nur dabei sagen, dass natürlich derselbe Vorgang durch Emanzipierung die Mündigkeit, wenn ich so sagen darf, möglich macht, von der, wie Sie sagen, Ich-Schwäche, und ich würde diesen Ausdruck hier übernehmen, von der Ich-Schwäche oder von der Gefahr der Ich-Schwäche her, auch die Emanzipation in ihren Folgen wieder gefährdet. Ja, diese Gefahr ist außerordentlich ernst und ich glaube, damit kommen wir eigentlich an den kritischen Punkt unserer Diskussion überhaupt. Der Kant hat gesagt, noch in seiner Schrift
von der ich ausgegangen bin. Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung, womit er also Mündigkeit nicht als eine statische, sondern ganz konsequent als eine dynamische Kategorie, als ein Werdendes und nicht als ein Sein bestimmt hat. Nun, ob wir heute noch in derselben Weise sagen können, dass wir in einem Zeitalter der Aufklärung reden, ist angesichts des unbeschreiblichen Drucks, der auf die Menschen ausgeübt wird, einfach durch die Einrichtung der Welt und vor allem durch die bereits planmäßige Steuerung auch der gesamten Innensphäre durch die Kulturindustrie in einem allerweitesten Sinn sehr fragwürdig geworden. Wenn man das Wort Mündigkeit nicht in einem phrasenhaften Sinn und selber also genauso hohl verwenden will, wie die anderen Herrschaften der Mündigkeit gegenüber von Bindungen reden, dann muss man wohl zunächst einmal wirklich die unbeschreiblichen Schwierigkeiten sehen, die in dieser Einrichtung der Welt der Mündigkeit entgegenstehen. Und ich glaube, darüber sollten wir doch etwas sagen. Der Grund dafür ist natürlich der gesellschaftliche Widerspruch, dass die gesellschaftliche Einrichtung, unter der wir leben, nach wie vor heteronom ist. Das heißt, dass kein Mensch in der Gesellschaft, in der wir leben, wirklich nach seiner eigenen Bestimmung existieren kann. Und dass, solange das so ist, die Gesellschaft durch ungezählte Vermittlungsinstanzen und Kanäle die Menschen eben doch so formt, dass sie innerhalb dieser heteronomen, dieser in ihrem eigenen Bewusstsein entrückten Gestalt schlucken und akzeptieren. Das reicht dann natürlich auch bis in die Institutionen, zum Beispiel bis in die Diskussion über den politischen Unterricht und in ähnliche Fragen herein. Und das eigentliche Problem von Mündigkeit heute ist, ob und wie man, und wer das Mann ist, das ist nun auch schon wieder eine große Frage, entgegenwirken kann. Wie mir scheint, ist in diesem Zusammenhang eine der wichtigsten Aufgaben in der Schulreform die Auflösung der Bildung nach einem festen Kanon und der Ersatz dieses Kanons durch ein sehr vielfältiges Stoffangebot, also eine Schule, wie wir es technisch sagen, mit breiter Wahldifferenzierung und ausgedehnter innerer Differenzierung innerhalb der einzelnen Fächer. Und mir scheint, dass die ganzen, ich würde sagen, Mündigkeitsspielereien, wie sie in so Sachen wie Schülermitverwaltung herkömmlicher Art stattgefunden haben, nun doch einen ganz anderen Stellenwert bekommen, wenn der Schüler als Einzelner und Gruppe an der Bestimmung seines Lehrplans, an der Auswahl seines Lehrplans selbst mitwirkt und auf diese Weise nicht nur lernmotivierter, sondern auch sozusagen daran gewöhnt ist, dass was in der Schule passiert, die Folge seiner Entscheidungen nicht vorweggegebene Entscheidungen ist. Ich bin mir ganz klar darüber, dass man auch dieses System natürlich, wenn man es entsprechend benutzt, als eine Scheinfassade aufbauen und in Wirklichkeit als ein technokratisches Ausleseelement benutzen kann. Ich glaube aber nicht, dass es so zu laufen braucht. Und mir scheint, dass in den häufig abstrusen Erscheinungsformen der Schüleropposition heute ein gesunder und richtiger Kern steckt, den man dadurch, nun, ich möchte nicht sagen auffangen kann, aber dem man dadurch die richtige Antwort geben müsste, dass man hier den mitbestimmen wollenden Schülern die Chance gibt, ihre eigentlich eigene sachliche Schullaufbahn selbst mitzubestimmen. Ja, mir kommt es so vor, als ob, so sehr das alles anzustreben ist, es doch noch
etwas zu sehr im institutionellen Rahmen, zumal der Schule verbleibt. Ich würde auf die Gefahr hin, dass Sie mich einen Philosophen schelten, der ich nun einmal bin, sagen, die Gestalt, in der Mündigkeit sich heute konkretisiert, die ja gar nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, weil sie an allen, aber wirklich an allen Stellen unseres Lebens überhaupt erst herzustellen wäre, dass die einzige mögliche Konkretisierung der Mündigkeit darin besteht, dass die paar Menschen, die dazu gesonnen sind, mit aller Energie darauf hinwirken, dass die Erziehung eine Erziehung zum Widerspruch, zum Widerstand ist. Also ich könnte mir etwa denken, dass man auf Oberstufen von höheren Schulen, aber wahrscheinlich auch von Volksschulen, etwa gemeinsam kommerzielle Filme besucht und den Schülern ganz einfach zeigt, welcher Schwindel da vorliegt, wie verlogen das ist, dass man in einem ähnlichen Sinn sie immunisiert gegen gewisse Morgenprogramme, wie sie immer noch existieren im Radio, in denen ihnen sonntags früh frohgemute Musik vorgespielt wird, also als ob wir, wie man so schön sagt, in einer heilen Welt leben würden. Eine wahre Angstvorstellung im Übrigen. Oder indem man mit ihnen einmal eine Illustrierte liest und ihnen zeigt, wie dabei mit ihnen unter Ausnutzung ihrer eigenen Triebbedürfnisse Schlitten gefahren wird. Oder indem ein Musiklehrer, der nun einmal nicht aus der Jugendmusikbewegung herkommt, Schlageranalysen macht und ihnen zeigt, warum ein Schlager oder warum auch meinetwegen ein Stück aus der Musikbewegung objektiv so unvergleichlich viel schlechter ist als ein Quartettsatz von Mozart oder von Beethoven oder ein wirklich authentisches Stück der neuen Musik, sodass also einfach man versucht, das Bewusstsein zunächst einmal überhaupt davon zu erwecken, dass die Menschen immerzu betrogen werden, denn der Mechanismus der Unmündigkeit heute ist ja das zum Planetarischen erhobene Mundus vult decipi, dass die Welt betrogen sein will. Das könnte man aber vielleicht doch im Sinn einer immanenten Kritik erreichen, weil es ja wohl keine formale Demokratie, wenn diese Zusammenhänge allen bewusst werden, sich leisten kann, explizit gegen eine derartige Aufklärung zu sein, obwohl ich mir sehr gut die Lobby etwa der Filmindustrie vorstellen kann, die sogleich in Bonn vorstellig würde, wenn etwas derartiges versucht würde und erklären würde, man wolle auf diese Weise einerseits einseitige weltanschauliche Propaganda betreiben und auf der anderen Seite den für die deutsche Bilanz so überaus wichtigen ökonomischen Interessen der Filmindustrie schaden. Ja. Also diese Dinge müssten alle in einen realen Prozess zur Beförderung der Mündigkeit mit hineingenommen werden. Ja, wobei man auch immer noch nicht weiß, ob die auf diese Weise entlarvten Filme nicht trotzdem aufgrund ihnen sehr wohlvertrauter unterirdischer Motive eine recht erhebliche Anziehungskraft ausstrahlen, sodass die Filmindustrie vielleicht ihrerseits eher geneigt wird, den Entlarvungsprozess als eine Art von Reklame anzusehen, als ihn von vornherein beseitigen zu wollen. Ja, man kann sie aber den jungen Menschen madig machen. Jede Epoche bringt auch die Ausdrücke hervor, die ihr angemessen sind, und manche dieser Ausdrücke, wie der Ausdruck Schnulze etwa oder madig machen, sind sehr gut, und ich würde eine solche Erziehung des Madigmachens außerordentlich advozieren. Ich würde gerne noch eine Frage anschneiden, die mich in diesem Zusammenhang immer wieder beunruhigt. Stellen wir uns mal einen Moment vor, wir täten alles das, was wir jetzt hier erörtert haben. Wir würden ein differenziertes Schulwesen haben, in dem die Breite der Angebote entsprechende Lernmotivation erzeugt, in der nicht Auslese nach falschen Begabungsbegriffen erfolgt, sondern eine Förderung unter Überwindung entsprechender sozialer Hindernisse durch kompensatorische Erziehung und so weiter und so fort. Und wir würden auf diese Weise sozusagen gewisse Grundvoraussetzungen für die Mündigkeit klären. Wir würden ähnliche Dinge in der Berufsausbildung tun. So bleibt die Frage bestehen, ob nicht, selbst wenn das alles geschieht,
der auf dieser Weise aufgeklärte, kritisch bewusst gemachte Mensch dann nicht doch auf eine bestimmte Weise in seinem Verhalten ferngesteuert und selbst in seiner scheinbaren Mündigkeit doch nicht in dem Sinne autonom ist, wie man sich das zunächst einmal in den Anfängen der Aufklärungsposition vorgestellt hat. Ich glaube gar nicht, dass das ein Einwand gegen alles das ist, was wir besprochen haben, aber es ist sozusagen eine Vorsicht gegenüber dem Optimismus, der möglicherweise sich damit verbindet, sondern ich möchte nur sagen, dass auch dieser sozusagen mündige Mensch fortgesetzt in der Gefahr steht, und Sie haben selbst vorhin darauf hingewiesen, ein Unmündiger zu werden. Diese Gefahr möchte ich nachdrücklich unterstreichen, und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil nicht nur die Gesellschaft, wie sie ist, die Menschen unmündig hält, sondern weil bereits jeder ernsthafte Versuch, sie zur Mündigkeit zu bewegen, das Wort erziehen vermeide ich mit Absicht, unbeschreiblichen Widerständen ausgesetzt ist und weil alles Schlechte in der Welt sofort seine beredten Anwälte findet, die einem beweisen werden, dass gerade das, was man dabei will, etwa schon längst überholt oder nicht mehr aktuell oder utopisch oder sonst etwas sei. Ich möchte eigentlich das Gespräch am liebsten damit schließen, dass wir unseren Zuhörern das Phänomen zu bedenken geben, das gerade im Eifer des Änderungswillens allzu leicht verdrängt wird, dass nämlich Versuche, wirklich eingreifend in irgendeinem partikularen Bereich unserer Welt zu ändern, sofort der überwältigenden Kraft des Bestehenden ausgesetzt sind und zur Ohnmacht verurteilt erscheinen. Und wer ändern will, kann es wahrscheinlich überhaupt nur, indem er diese Ohnmacht selber und seine eigene Ohnmacht zu einem Moment dessen macht, was er denkt und vielleicht auch was er tut.